Hey Leute, was geht ab? In diesem Video zeige ich euch, wie wir den originalen Dachträger für Astra Car anbringen können. Im Lieferumfang haben wir zusätzlich zu den 4 Vauxhall-Embleme auch 4 Opel-Embleme. Dann haben wir 2 Gummileisten, die wir auf den Dachträger anbringen können. Einen Drehmoment Imbusschlüssel mit 2 Newtonmeter, die wir auf jeden Fall brauchen werden. Und was zu beachten ist, auf dem Dachträger selbst könnt ihr auf der einen Seite sehen, ob es sich um den Dachträger für vorne bzw. für hinten handelt. Das heißt, wenn wir diesen Fall hier haben, muss auch dieser Part hier genau an der Fahrertür sein. Den hinteren habe ich bereits installiert. So sieht das aus, zum Beispiel, wenn der Emblem dran ist. Wir haben hier auf jeder Seite mindestens einen Schlüssel. Aufdrehen. Dann seht ihr auch hier die Schienensystem für eine T-Not. Dann haben wir hier hinten auch nochmal die Bezeichnung, dass diese Schiene, genau dieser Part hier hinten links installiert werden muss. Hier haben wir die Schraube, wo ich das dann alles zudrehe und auch mit dem 2,7 Newtonmeter Drehmoment zudrehe. Von der Seite sieht das so aus. Ich darauf achten, dass diese Kante auch hier angesetzt ist. Und innen, wenn die meisten nicht wissen oder überhaupt nicht gesehen haben, haben wir hier einen kleinen Punkt. Ich zeige das mal vorne. So, das ist ein kleiner Punkt, ein kleines Loch. Und dort wird das Ganze dann von innen befestigt. Auch ein kleiner Tipp am Rande, wenn ihr das auch alleine installiert, so wie ich momentan, legt auf der einen Seite ein Tuch hin und dann könnt ihr das hier so absetzen, damit ihr den Lack nicht beschädigt. So, ich hoffe, man sieht's. Ich habe jetzt diese Stelle hier in das Loch reingeführt und dann muss man das so halten, darauf achten, dass es oben auch passt und dann könnt ihr langsam anfangen, das zu drehen. Dreht es auch nicht ganz fest zu, sondern schon etwas locker, denn wir müssen das gleiche erstmal auch auf der anderen Seite machen. Auch auf der anderen Seite habe ich das jetzt befestigt und drehe hier langsam zu. Jetzt bin ich wieder auf der anderen Seite und drehe jetzt langsam zu, bis ich den ersten Klick höre. So, das hat Klick gemacht. Jetzt kann ich das schön zumachen. Das ist jetzt so. Genau. Und Emblem natürlich dran machen. Und wenn ihr dann eine Dachbox installieren möchtet, hier rein dann die Schiene und dann kann die Dachbox drauf. So sieht das übrigens aus, wenn die Tür zu ist. Ich bin damit schon ein paar Runden gefahren. Eben hat es auch sehr stark geregnet und im Innen war auch kein Wasser. Bevor ich meine Dachbox gleich installiere, ein kleiner Tipp. Von den Schlüssel haben wir insgesamt 4 Stück, aber ihr braucht ehrlich gesagt nur einen, weil er passt auch überall hin. Sieht dann installiert so aus. Die Schiene selbst ist genau 7 cm breit. Zur Info, falls ihr eine U-Bügel nutzen möchtet, die muss definitiv mindestens 7 cm breit sein. So sieht jetzt auch die Dachbox aus, mit der T-Not-Schiene angeschlossen. Von innen sieht das dann so aus. Die sind jetzt bombenfest
und kommen jetzt auch gerade aus dem Urlaub zurück, sind ungefähr knapp 2000 Kilometer gewesen und die Dachbox ist definitiv immer noch steinfest. Jetzt hat sich den Dachträger 2 Wochen drauf in den Urlaub gefahren, eben wieder abgemacht und keinerlei Kratzer am Lack. Das war jetzt vorne und hinten ähnlich, ist noch etwas verstaubt. Das sind keine Kratzer. Oben haben wir keine Kratzer. Das Einzige, was wir haben, sind Fliegen auf dem Dachträger. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Den Dachbox und die Dachträger habe ich in die Videobeschreibung verlinkt. Bei Fragen gerne kommentieren und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.